Wir haben den 10. März 2022 und wir sind auf der Fahrt von Ronda zum Camping Mar Azul in Balerma. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir haben uns ja Ronda angesehen und sind jetzt auf dem Weg nach Mar Azul. Das sind etwa 270 Kilometer. Wir haben den Camping Mar Azul ja etwa vor einem Monat verlassen und haben verschiedene Plätze angefahren. Darüber habe ich ja auch ausführlich berichtet. Den ersten Teil der Strecke fahren wir auf einer gut ausgebauten Nationalstraße und dann später kommen wir auf die Autobahn Richtung Malaga. Dort erreichen wir auch das Meer und haben schon wieder einen Blick aufs Meer. Wir erreichen in den frühen Nachmittagsstunden den Camping Mar Azul. Unser Platz, wo wir vorher etwa 2 Monate gestanden haben, der ist für uns auch in diesem Fall wieder reserviert. Nach kurzem Einchecken können wir auf unsere Parzelle fahren. Wir haben unseren Anhänger und unseren Pkw hier stehen lassen, während wir 4 Wochen hier rumgereist sind. Das haben wir deshalb gemacht. Manchmal ist es einfacher, auf Plätze, gerade wenn man sie nicht kennt, dort hinzufahren oder sie anzufahren. Denn nicht überall ist die Gegebenheit da, dass man Anhänger und Pkw abstellen kann. Uns hat der Pkw in dieser Zeit auch nicht gefehlt. Wir sind viel mit dem Fahrrad gefahren und Bewegung schadet ja nicht. Der Campingplatz ist immer noch sehr gut belegt oder man kann sagen voll belegt. Einige Langzeitcamper packen langsam zusammen und werden in den nächsten Tagen abreisen, aber es kommen auch immer viele neue dazu. Dieser Platz hat nicht nur Langzeitcamper, sondern hat auch viele Durchreisen, die nur einige Tage bleiben und dann weiterreisen. Wir haben uns wieder eingerichtet und werden hier etwa 10 Tage noch bleiben. Unser Anhänger und auch der Pkw standen im geschlossenen Bereich des Campingplatzes, so brauchten wir uns auch keine Sorgen machen, dass da irgendwas passiert. Nicht auf jedem Campingplatz findet man so eine gute Möglichkeit, seinen Pkw und Anhänger abzustellen. Da haben wir nicht schlecht gestaunt. Ein Vario Star, der unserem sehr ähnlich sieht. Da wurden natürlich entsprechende Gespräche geführt und Erfahrungen über das Fahrzeug ausgetauscht. Sowas kommt natürlich selten vor, da der Hersteller nur wenige Stückzahlen von diesen Fahrzeugen baut. Am 21. März soll unsere Reise ein Stück zurückgehen und so laden wir einen Tag vorher unseren Pkw auf unseren Trailer. Wir stellen den Anhänger so hin, dass wir den Pkw ohne Probleme aufladen können oder rauffahren können und dass der Anhänger dann keinem im Weg steht. So können wir dann am nächsten Morgen direkt mit dem Wohnmobil hier ranfahren und anhängen und dann den Platz verlassen. Unser Anhänger ist eine Einzelanfertigung. Er hat ein Gesamtgewicht von 1600 Kilo und der Anhänger ist luftgefedert. Das heißt, jetzt kann ich ihn ganz auf den Boden runterlassen und dann mit dem Fahrzeug rauffahren. Du schaffst ja nicht mit den Schieben. Das Rauffahren mit dem Pkw geht im angehängten Zustand oder so wie hier auch abgehängt. Man braucht in diesem Fall keine Auffahrrampen. Die Heckklappe dient dann als kurze Auffahrrampe. Der Jimny wiegt 1130 Kilo. Der Anhänger hat ein Leergewicht von etwas mehr wie 400 Kilo. So passt es genau mit dem Gewicht. Der Anhänger hat einen eigenen Kompressor, der versorgt wird über eine Batterie, die fest eingebaut ist und das Ganze mit 12 Volt. Vorne ist ein Kasten, dort ist die Bedienung drin, dort schaltet man den Kompressor ein und sobald der Anhänger das richtige Niveau, das Fahrniveau erreicht hat, schaltet der Kompressor automatisch aus.
Dieser Anhänger ist etwa 14 Jahre alt und hat schon einige Spanienreisen mitgemacht. Da unser Gespann insgesamt nachher länger als 12 Meter ist, brauchen wir die Warntafeln hinten am Anhänger, das ist in Spanien Pflicht. Alle 4 Räder werden mit Gurten an dem Rahmen des Anhängers befestigt. Vorne am Anhänger auf der Ladefläche habe ich mir Keile angebracht. Dort fahre ich dann mit dem Pkw dagegen. Damit weiß ich ganz genau, wie weit ich vorfahren muss, damit die Stützlast stimmt und das Gewicht gut verteilt ist. Da Rita und ich das gemeinsam machen, ist das Ganze in weniger als einer halben Stunde erledigt. Wir haben den 20. März und wir wollen etwa Mitte April zu Hause sein, so haben wir noch ein bisschen Zeit. Unser nächstes Ziel wird der Stellplatz Oasis Almar in Vera sein. Am letzten Abend möchte man nicht unbedingt mehr selber kochen und so gehen wir ins Restaurant vom Campingplatz. Bevor es zum Essen geht, verabschieden wir uns noch von den Nachbarn. Im Restaurant, oder Pepe sagt ja Kantine dazu, da trifft man auch immer andere Camper, die auch Geselligkeit suchen. So ergibt sich immer eine angenehme Unterhaltung und der Abend wird nicht langweilig. Zu spät darf es ja nicht werden, denn wir wollen am nächsten Tag fahren. Aber es ist ja auch so, die Bar oder Restaurant in diesem Fall schließt um 22 Uhr. Der nächste Morgen, es ist ein Montag, der 21. März. Wie man sieht, regnet es. Wir verlassen unsere Parzelle und ja, man sieht auch noch rechts und links den Sahara-Sand liegen. Darüber habe ich ja berichtet. Das war hier ganz extrem und man sieht es immer noch. Jetzt hängen wir unseren Anhänger dran. Das ist hier kein Problem. Da haben wir ja viel Platz. Wir haben uns dann noch verabschiedet und dann verlassen wir den Campingplatz Maazul. Das kann ich vielleicht nochmal sagen. Die Aufnahmen, die wir aus dem Fahrzeug machen, machen wir mit einer GoPro 8, die vorne im Fenster innen befestigt ist. Und Rita filmt von außen mit der GoPro 9, weil immer wieder Fragen dazu kommen, mit welchem Equipment arbeitet ihr. Natürlich setzen wir diese Kameras nur für spezielle Aufnahmen ein, aber auch sonst weitere andere Kameras, zum Beispiel von der Marke Sony. Wir sind nicht so die ganz frühen Starter. Meistens wird es 10, halb 11, bevor wir loskommen. Jetzt fahren wir erstmal durch den Ort Balerma und zwar in Richtung Tankstelle. Der Dieselpreis war hier in Balerma auch recht hoch, schon 1,93 €. Jetzt ist er gefallen. Wir zahlen jetzt für 1 Liter Diesel 1,75 €. Unser nächstes Ziel ist der Stellplatz Oasis Almar in der Nähe von Vera. Bis dorthin sind es etwa 140 Kilometer. Dazu nutzen wir die Autobahn. Am frühen Nachmittag erreichen wir diesen Stellplatz. Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen. Allerdings hängen die Wolken noch ziemlich tief, wie man sieht. Diesen Stellplatz besuchen wir immer wieder, wenn wir hier in Spanien sind. Den gibt es ja jetzt etwa 8 Jahre und wir haben ihn manchmal zweimal im Jahr angefahren, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Ich habe diesen Platz in verschiedenen Videos schon vorgestellt. In den Monaten Januar und Februar ist dieser Platz meistens immer voll belegt. Dann ist es ohne Reservierung hier schwierig, hier einen Platz zu bekommen. Ab Mitte März wird es ruhiger, dann kann man auch mal ohne Reservierung hier hinfahren. Man sieht hier, der Platz ist etwa 2-3 Kilometer vom Meer entfernt. So kann es manchmal sein in Spanien. Das regnet, eine Stunde später scheint die Sonne und es ist schon schön warm wieder. Dieser Stellplatz nimmt keine Wohnwagen, es dürfen hier nur Wohnmobile stehen. Da alles sehr großzügig hier ist, nutzen auch gerne große Mobile diesen Stellplatz. Am nächsten Morgen regnet es und es regnet nicht nur, sondern es ist auch wieder Sand oder Sahara-Sand im Regen und alles wird wieder sehr schmutzig.
So viel Regen wie in diesem Jahr haben wir in Spanien im März noch nie gehabt. Das ist natürlich für uns nicht so schön, allerdings für die Natur ist es gut, sie braucht unbedingt dieses Wasser. Bei so einem Wetter, da bringt auch mein zusätzliches Solarfeld nicht viel. Nach etwa 3 Tagen sind meine 360 Ampere-Stunden Lithiumbatterien verbraucht, dann muss ich an den Strom. Hier auf diesem Stellplatz gibt es Gott sei Dank ausreichend genügend Abflüsse, so dass, wenn das aufgehört hat zu regnen, der Platz recht schnell wieder trocken ist. 4 Tage in Folge hat es hier geregnet, nicht ununterbrochen, aber es ist ganz schön was runtergekommen. Das hat dann doch den einen oder anderen bewegt, seine Rückreise etwas früher anzutreten. Jetzt noch ein paar Neuigkeiten hier zum Stellplatz. In Andalusien ist es jetzt Pflicht, dass die Stellplätze auch Toiletten und Duschen haben. Und das wurde hier jetzt neu installiert. Neben der Entsorgung steht jetzt ein Container. Darin sind untergebracht Toiletten und ein Raum zum Abwaschen mit Waschmaschinen drin. Wolfgang, der Chef vom Platz, der war so nett und hat mir erklärt, wie das warme Wasser hier hergestellt wird. Solarplatten, Ja, da sind die Schläuche drin und so weiter und eine spezielle Flüssigkeit, die erwärmt das Wasser, dann geht das hier rein, zirkuliert. So, und wenn der misst dann, wenn eine bestimmte Temperatur, 60 Grad oder was, absackt, ja. ja, dann schaltet der unten sich ein. Ah ja. Weil wie gesagt, es ist ja so, dass zum Beispiel jetzt bei diesem Wetter, wenn es mal grau ist, bewölkt, dann kämpfst du mit der Solar alleine nicht klar, um heißes Wasser zu erzeugen. Ja. Und dafür geht er dann auf Strom und der gibt das Wasser damit rein, Ja, okay. im Kreislauf. So hat, dass man immer heißes Wasser hat. Ja, ja, genau. Okay. Und das ist, hast du. Eine neue Waschmaschine wurde auch installiert. Die kriegt heißes Wasser rein. Normal kriegt eine Waschmaschine das ja gar nicht. Die wir vorher hatten, das war ja eine Haushaltsmaschine, die erzeugte selbst das heiße Wasser. Ja. So. Und die bekommt heißes Wasser. Mit 60 Grad vorgeheizt, bekommt die rein. Die brauchte 2,5 Stunden zum Waschen. Ja. Und die braucht 45 Minuten. Oh ja, das ist. Und damit sind wir natürlich allen Gästen, gerade den Damen da, haben wir da ihren Wunsch erfüllt, dass der Rhythmus schneller ist. Ja. Das heißt, sie können alle 45 Minuten dann waschen. Ja, okay. Ja, und vorher 2,5 Stunden. Mhm. Ja, waren das dann. Auch das ist jetzt hier neu. Es gibt hier jetzt eine Toilette und auch eine Dusche für Menschen mit Behinderung. Ja. In einem bestehenden Gebäude wurden Duschen eingebaut, für Damen und für Herren, jeweils mit einem separaten Eingang. Das ist der gleiche, ne? Ah ja, Wunderbar, der Boden. das sieht aus wie Holz, Ja, ja, genau. ist aber Keramik. Keramik. Ja, ja. Okay. So, dann haben wir das so machen lassen, dass das in einem dann durchgeht. Guck, jetzt hast du keine Duschtassen mehr drin, die auch immer unästhetisch sind. Ja. So, das ganze Wasser geht hinten in die Gitter rein. Ja. Und da sind die Abflüsse drin. Ja. Gut gemacht, Und ja. dann hat den Automat, ist hinter der Tür. Achso, wo man jetzt Geld an, dass Genau. man nicht raus muss, sondern man kann. So. Ah ja, und da kann man dann Geld einwerfen und Genau. ja, funktioniert. Das waren so ein paar Neuigkeiten hier vom Stellplatz Oasis Almar. Wir werden hier noch einige Tage bleiben, bevor wir dann unsere Rückreise weiterhin antreten. Aber ich werde laufend darüber berichten. Ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.